Es ist Mitte Juli und eigentlich steckt der BVB jetzt mitten in der Saisonvorbereitung. Doch dieses Jahr ist alles anders. Die Saison ist gerade erst vorbei und trotzdem steht der Trainingsauftakt schon wieder direkt vor der Tür. Darüber und noch vieles anderes möchte ich heute mit unserem Kapitän sprechen, Marco Reus. Go. Hi Marco. Außergewöhnliche Saison 2019, 2020. Wie ist sowas bei dir? Wenn dann da der Schlusspfiff kommt, hakst du dann direkt ab und Fußball ist passé oder wie ist das nach so einer Saison? Im Prinzip dauert es bei mir schon, bis ich es abgehakt habe. Vor allem jetzt, nehmen wir an, ob es jetzt im letzten Jahr war oder davor das Jahr, wo wir so knapp, sag ich mal, davor waren, Meister zu werden, braucht man schon ein paar Tage, um damit, sag ich mal, klarzukommen, sich Gedanken zu machen, was man hätte besser machen können. Und im Prinzip ist es dann aber auch natürlich wichtig, runterzufahren, auch ein bisschen. Nicht ganz bei mir, muss ich sagen. Also ich tue schon meistens was, aber ich finde es vom Kopf her einfach unheimlich wichtig, vor allem jetzt nach der letzten Saison, weil die Saison unheimlich lang war. Ich glaube, jeder hatte ein bisschen auch mit sich selbst zu kämpfen, keiner wusste, wie geht's weiter und das zerrt natürlich extrem an den Nerven und an der Substanz und ja, von daher ist, glaube ich, in diesem Jahr oder im letzten Jahr wichtig gewesen, dass wir auch ein bisschen eine Pause einfach hatten, die ein bisschen länger auch ist und dass wir einfach dann in der neuen Saison jetzt einfach nochmal neu angreifen können. Wir reden nachher noch ein bisschen über das, was da alles so passiert ist, aber diese freie Zeit, die jetzt gerade herrscht, wie nutzt du die für dich, um da wirklich den Kopf frei zu kriegen? Viel jetzt mit meiner Tochter, muss ich sagen. Also letztes Jahr oder davor das Jahr waren wir das erste Mal im Urlaub und es ist komplett was anderes. Also du kannst dich nicht mehr 6-7 Stunden, sag ich mal, auf die Liege legen und da ein bisschen die Sonne genießen, sondern musst da einfach mit der Kleinen auch Spaß haben. Jetzt natürlich, je älter sie wird, umso einfacher wird es dann wahrscheinlich auch. Viele werden wahrscheinlich jetzt sagen, nein, auf keinen Fall. Aber uns tut es jetzt gerade unheimlich gut, dass sie jetzt auch viel läuft und generell einfach den Kopf frei zu bekommen, mit der Familie zusammensitzen, mit Freunden, ein bisschen Spaß haben, im Wasser sein und einfach wieder den Tank einfach wieder auffüllen mit guten und positiven Gedanken, mit hoffentlich Sonne. Ja. Ich glaube, das ist immer noch sehr, sehr wichtig und dann irgendwann kommt tatsächlich schon wieder der Fokus auf die nächste Saison. Das heißt dann wieder laufen zu gehen, den Rhythmus zu bekommen, das hört nie auf und als Sportler weißt du ja selber, wie das ist. Also du freust dich dann vielleicht die ersten 1-2 Wochen, dass du mal ein bisschen weniger machen kannst. Die ersten Tage sind dann auch wieder schwer reinzukommen, ja. Vor allem in dem Alter, wo wir jetzt gerade uns befinden. Oh, das ist aber nett, dass du mich in dasselbe Alter rückst. Ja, so alt bist du jetzt auch nicht. Und dann geht es wieder los und dann kommt auch wieder die Freude einfach. Ja. Du gehst in deine 09. Saison. Nächstes Jahr? Nächstes Jahr? Okay. Also kommende Saison. Ja. Und was hat sich deiner Meinung nach sowohl sportlich als auch um deine Person herum seit 2012 getan? Oder verändert? Medial muss ich sagen, ist es deutlich mehr geworden. Merke ich natürlich auch, sobald es natürlich was Negatives zu berichten gibt, dann musst du nicht lange warten, bis es irgendwo steht, sagen wir mal so. Oh ja. Was für mich kein Problem ist, weil ich weiß halt, dass ich durch meine Spielweise und auch durch Verletzungen, die ich bekommen habe, natürlich da ein bisschen mehr im Fokus bin. Und das ist kein Problem, das gehört dazu. Ansonsten hat sich natürlich im Verein auch viel geändert. Der Fußball hat sich generell verändert. Die Art und Weise, wie die Mannschaften spielen, ich glaube, das ist nicht mehr zu vergleichen wie vor 6-7 Jahren, weil auch einfach schneller geworden ist, facettenreicher, mit mehr Taktik noch und generell im Verein. Ich glaube, der Verein hat sich nochmal deutlich gesteigert in der Popularität weltweit. Wir haben Reisen gemacht nach Asien, Amerika, was vor 2012 oder 2013, glaube ich, undenkbar gewesen wäre. Und jeder hat, glaube ich, da so einen Schritt nach vorne gemacht oder mehrere Schritte. Und, generell hat sich die Welt auch verändert, manchmal leider zum Negativen. Was das Medial auch einfach betrifft, denke ich. Und
das ist natürlich ein großes Thema, was man generell dann wahrscheinlich mal anders diskutieren müsste. Ja. Ich bin eigentlich ganz froh, dass diese ganze Social-Media-Geschichte nicht während meiner aktuellen Karriere war, weil ich glaube, das ist schon ein anderes Brett. Habe ich ja, wie gesagt, Facebook, aber das war nicht so wie heutzutage die Social-Media-Kanäle. Jetzt bist du aber nicht nur 9 Jahre, 09 Jahre, um genau zu sein, älter, sondern du bist auch Vater geworden. Wie ist denn das so? Es ist unglaublich. Also ich meine, du kennst es auch. Ja. Das erste Jahr ist halt ein bisschen schwierig, sage ich mal, für den Vater, weil du halt noch nicht so viel mit ihr machen kannst oder mit dem Jungen. Du drückst dich doch jetzt nicht vom Windeln wechseln. Nein, ach Gott, ey, ich bin der Beste, ehrlich. Also ich muss sagen, seitdem die Kleine das erste, also auf die Welt gekommen ist, habe ich sie bis jetzt, glaube ich, jeden Abend zu Bett gebracht, sofern ich zu Hause bin. Ja. Und dann vorher noch ein bisschen mit ihr gespielt, weil das so meine Zeit dann auch ist, wo ich ein bisschen mit ihr auch alleine sein kann und meine Frau ein bisschen Zeit geben kann, zu relaxen. Und ich muss sagen, ich genieße das richtig. Und wie gesagt, sie läuft jetzt, jeden Tag gibt es irgendwas Neues, was sie gerne haben möchte. Wie das bei allen Kindern wahrscheinlich so ist, wenn du ihr was wegnimmst oder sie etwas nicht darf, dann hast du da wahrscheinlich sehr, sehr viele Probleme, Heulattacken und es ist momentan, muss ich sagen, macht es mich sehr, sehr glücklich, nach Hause zu kommen. Und ich glaube, am Ende des Tages macht das Leben auch das aus, glaube ich, wenn du nach Hause kommst und du hast deinen Sohn da, deine Töchter vielleicht da. Und ist schon. Ja. Ich habe ja beides. Ich habe auf der einen Seite ist jemand, der genauso, da gibt es Heulerei und Geschrei. Auf der anderen Seite meine Tochter, wenn ich sage, nein, darfst du nicht, dann sagt sie, okay. Ja. Also ich habe so beides. Wie alt ist denn deine Tochter jetzt? Die ist 5, er ist 9 und mit ihm muss ich sehr, sehr viel diskutieren. Was mir natürlich auch liegt, also das wissen die meisten Leute, zumindest im Verein. Aber sie ist, das ist so wirklich Tag und Nacht. Also er ist wirklich diskutieren, erklären, warum, wieso, weshalb. Ja. Und sie ist, na gut, dann mache ich halt was anderes. Also stark. Ich hoffe, oder vielleicht wollt ihr auch noch mal mehr werden und dann sei gespannt darauf, wie unterschiedlich das sein kann. Wahrscheinlich, mit jedem weiteren Kind. Ja. Was sind denn aber die einschneidendsten, die bedeutsamsten Erlebnisse eigentlich jetzt gewesen als Vater in diesem Jahr? Was ist da so hängen geblieben, was du sagst, das war der absolute Wahnsinn, als das passiert ist, als sie das erste Mal losgerannt ist zum Beispiel oder sowas. Also das sind so natürlich. Also das erste Mal, wo sie anfängt zu krabbeln, dann, wo sie jetzt letzte Zeit angefangen hat zu laufen, dann fällt sie wieder hin und als ob sie besoffen läuft. So, weißt du, so sieht das immer aus. Das ist so lustig. Das stimmt. Oder wenn sie lacht einfach. Ich glaube, das ist so für mich persönlich so die einschneidendsten Momente, die ich bis jetzt mit ihr hatte, wenn sie einfach lacht. Also das macht mich automatisch glücklich und egal wie es mit mir persönlich ist, das ist einfach etwas, was unbezahlbar ist und das kriegst du nicht mehr wieder und das muss ich schon sagen, ist schon wunderbar. Oder wenn sie halt morgens wach wird oder wenn ich sie ins Bett bringe, dann ist sie halt so schön kuschelig und das war sie am Anfang nicht so und jetzt so langsam kommt das immer mehr und als Vater freust du dich natürlich auch. Absolut. Du sprichst aus Erfahrung. Ja. Von daher, es gibt viele Momente, aber ich sag mal so, als sie angefangen hat zu lachen, zu laufen, zu krabbeln, so. Ja. Ich habe Verträge mit meinem Sohn gemacht. Er hat mir auch Video bestätigt, ich darf ihn immer abknuddeln und knutschen, wann ich will. Stark. Weil wird jetzt mit 9 wird schwierig, muss ich das immer wieder sagen, aber meine Tochter ist auch absoluter Kuschelbär. Stark. Ja, jetzt bist du aber nicht nur zu Hause der Papa, sondern du bist ja auch hier der Papa quasi als Kapitän. Und da muss man ja auch in eine Rolle reinwachsen. Ähnlich wie im Vatersein. Wie ist das bei dir gewesen jetzt? Seit 2 Jahren, glaube ich, bist du Kapitän oder bist du Kapitän gewesen jetzt und ein weiteres kommt. Ja. Wie ist das in der Rolle für dich? Gar nicht so viel anders als Vater zu sein, würde ich sagen. Also klar, du sprichst natürlich hier mit Erwachsenen, natürlich sind manche auch ein bisschen jünger, ist ja gar keine Frage. Aber es geht darum, jetzt nicht für mich Jadon Sancho so zu erziehen, wie ich das gerne hätte, sondern du musst ihn auch so nehmen, wie er ist und musst ihn dann einfach versuchen zu erklären, dass in der Mannschaft ein paar Situationen gibt, die er so machen muss, das sind einfach Regeln. Ist jetzt nur ein Beispiel. Das Gleiche gilt natürlich, wenn ich es mache, wenn ich 5-mal zu spät komme, dann erwarten das von mir meine Mannschaftskollegen auch, dass ich entweder was zahle oder mich halt dafür entschuldige. Du musst es ja vorleben als Kapitän. Genau. Ist mir noch nicht passiert so oft, muss ich sagen. Aber auch einfach quasi in Momenten, wo es auch gut läuft oder vor allem, wo es auch schlecht läuft, einfach
die Mannschaft weiter zu ermahnen. Ich meine, wir haben im Mannschaftsrat mit Lukas, mit Mats und mit Axel weitere feste Größen, mit denen wir einfach immer im Austausch sind und bei Dingen einfach reden, die wir verbessern können. Und speziell jetzt für mich einfach auf dem Platz, auf dem Trainingsplatz auch die Mannschaft einfach mitzuziehen in Phasen, wo wir uns ein bisschen schwer tun. Und das Entscheidende ist natürlich, mit Leistung voranzugehen. Ich glaube, damit kannst du die meisten dann auch mitziehen in deinen Bann und wieder Lust auf Fußball zu bekommen. Und ich glaube, das sind so Sachen, die man auch erlernen muss, die man auch vorleben muss, und darauf kommt es an. Ja, weniger ausruhen auf jeden Fall. Man steht ja ständig da vorne am Steuer quasi und muss lenken. Das ist schon so. Ja. Ich will mit dir nicht wirklich über Verletzungen sprechen, aber es ist natürlich auch ein Thema in deiner Karriere gewesen. Nur erstaunlich ist, dass du dich immer wieder da rausgekämpft hast, meiner Meinung nach auch immer wieder ein Stück weit mehr mit zurückgebracht hast und vor allen Dingen der Mannschaft und dem Spiel auch immer wieder deinen Stempel aufdrücken konntest. Woher nimmst du die Kraft, bei diesen ganzen Themen eben dann doch zu sagen, ja, aber ich komme wieder und ich komme stärker zurück und ich will dann wieder so präsent sein, mindestens wie vorher? Da sprichst du auch aus Erfahrung. Ja. Ich meine, wir hatten beide schwierige Verletzungen in unseren Karrieren gehabt und es ist dann mitten in der Verletzung schwierig. Also ich denke da jetzt nicht dann dran, okay, in 3 Monaten bin ich zurück und ich muss das und das leisten, sondern für mich liegt dann der Fokus auf den Moment und dann auch auf die nächsten Tage, um zu sehen, okay, wie entwickelt sich das. Das gestaltet sich dann in der Reha relativ schwierig, muss ich sagen, weil du dann doch down bist einfach, weil du die anderen Mannschaftskollegen trainieren siehst, spielen siehst und du freust dich über die Siege, aber du weißt halt im gleichen Moment, okay, du konntest wenig dazu beitragen und das ernüchtert dich einfach und du willst dann einfach so schnell wie möglich eigentlich zurück, obwohl du weißt, okay, ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Reha tut dir besser für die Zukunft einfach, und das zu verstehen ist schwierig. Da muss einfach ein Prozess im Kopf einfach stattfinden und dann, wenn ich eigentlich weiß, okay, mir geht's gut, ich habe keine Probleme, ich bin im Training, kann alles gut verkraften, dann will ich einfach der Mannschaft natürlich helfen. Dann komme ich natürlich auch mit einer anderen Energie, sage ich mal, zur Mannschaft hin und bin ein bisschen unbekümmerter als die anderen, die schon dann ein paar Spiele in den Knochen hatten. Und dann versuche ich einfach meine Qualität auf den Platz zu bringen und da hoffentlich werde ich das in der neuen Saison wieder schaffen. Das wird sich dann einfach zeigen, aber prinzipiell versuche ich mich natürlich immer weiter zu verbessern, die Sachen, die ich dann vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut gemacht habe, besser zu machen. Dafür hatte ich dann auch genug Zeit, mir die Sachen, sag ich mal, anzugucken. Machst du das? Also ist Reha-Zeit auch für dich so eine Zeit, zu reflektieren und zu sagen, was war eigentlich zuletzt und wie kann ich da noch besser? Also ich mache es tatsächlich nicht mit einem Video oder so, dass ich mir ein Spiel angucke, sondern ich weiß dann relativ viele Szenen aus dem Kopf, aus vergangenen Spielen, die ich vielleicht nicht so gut gemacht habe, und versuche sie dann im Training, im Aufbau dann besser zu machen. Und Kopfballspiel werde ich wahrscheinlich jetzt nie so richtig lernen, aber tatsächlich gibt es halt unheimlich viele Bereiche, wo man sich verbessern kann, egal wie alt du bist. Und, das stimmt. Jetzt hast du es selber gesagt, du bist auch nicht mehr der Jüngste, noch nicht so alt wie ich, aber ich habe es auch gesagt, 09. Saison, 12. Jahr Bundesliga. Was ist dein Antrieb, weiterzumachen? Wie gesagt, Verletzungen, all diese Themen, Scheitern kurz vor Schluss an Meisterschaften und trotzdem willst du noch einen. Was treibt dich an? Der Fußball. Ich habe einfach Spaß daran. Also ist mein Leben, Beruf zum Hobby gemacht und es gibt nichts Geileres, vor allem natürlich in schönen Momenten, wenn du gewinnst, zum Training zu fahren und gleichzeitig auch in schlechten Momenten den Leuten, unseren Fans zu zeigen, dass wir daran arbeiten, uns zu verbessern, dass wir daran arbeiten, wenn wir ein Spiel verlieren oder eine Negativserie zu haben, die durchzubrechen und am meisten einfach Spaß zu haben mit der Mannschaft einfach draußen zu trainieren, in der Kabine einfach diese Momente aufzusaugen. Ich glaube, du weißt es auch, dass dir das auch fehlt dann irgendwann nach der Karriere, weil du eigentlich immer nur diesen gleichen Rhythmus hast, morgens zum Training zu fahren, die Leute zu sehen und irgendwann ist das so Normalität, aber ich glaube, je näher du zum Ende der Karriere kommst, desto mehr wird dir das auch bewusst, dass diese Momente irgendwann nicht mehr da sind und ich merke das halt so langsam bei mir, dass ich das halt immer mehr aufsauge und immer mehr auch spezielle Sachen, Rafael Guerreiro, ein lustiger Typ einfach und
sowas wird dann halt irgendwann mal fehlen in der Kabine. Ja, und das stimmt, das merkt man zum Ende mehr. Ja. So diese menschlichen Aspekte, die das Ganze mit sich bringen, ist ja nicht nur rein Arbeit, sondern du sagst, es ist dein Hobby, deine Leidenschaft. Und es ging mir tatsächlich genauso. Ich habe am Ende nur noch Spaß gehabt daran zu kommen, mit den Jungs zu trainieren. Vielleicht habe ich den Drive, unbedingt spielen zu müssen, sogar ein Stück weit verloren, weil mir es viel mehr Spaß gemacht hat, einfach unter den Jungs zu sein. Und du hast absolut recht, das war auch das, was mir fehlt. Klar, und natürlich, also mein großes Ziel ist natürlich immer noch, mit dem BVB Meister zu werden. Ich meine, wenn mich das nicht antreibt, was dann? Und darüber hinaus ist es einfach wichtig, glaube ich, für mich persönlich, als auch für die Mannschaft natürlich Spaß auch reinzubringen, weil ohne Spaß wirst du wenig erreichen. Also Härte und Galligkeit im Training etc. Anspornen muss natürlich da sein, aber im Prinzip ist es so, dass einfach dieses tagtägliche Leben in der Kabine einfach einen gut tut und man natürlich auch in einer gewissen Blase da drin ist in der Kabine, weißt du auch, und man weiß, dass man in 3-4 Jahren da nicht mehr sein wird und von daher ist es wichtig, glaube ich, jeden einzelnen Moment aufzusaugen und Spaß zu haben. Wie lange hast du noch Vertrag bis? 23. Aber er sagte 3-4 Jahre, also kann noch was kommen. Ja, muss Zocki mal fragen. Ja. Aber das regeln wir schon, das kriegen wir hin. Jetzt kommt eine neue Saison, neues Jahr, neues Glück, sagt man ja immer so schön. Ich kann es nicht mehr hören. Aber was fehlt noch, damit man dann endlich doch wieder mal einen Titel in den Händen hält? Was fehlt einfach noch? Ich glaube wenig. Ich glaube, es wird immer viel spekuliert, ob es an den Baustellen oder den Baustellen liegt. Im Prinzip musst du eine perfekte Saison haben. Und wir hatten jetzt, glaube ich, im vorletzten Jahr eine fast perfekte Saison. In diesem Jahr hatten wir, fast perfekt will ich es nicht sagen, dafür hatten wir dann doch in der Hinrunde zu viele Spiele gehabt, wo wir zu viele Punkte abgegeben haben. Paderborn, Frankfurt, Freiburg. Gerade diese Spiele, genau. Gerade diese in der 90. Minute. Natürlich können das andere Vereine von sich dann auch behaupten, klar, aber ich glaube jetzt vor allem in der letzten Saison, in der Rückrunde hat es, glaube ich, gezeigt, dass wir einfach an Stabilität gewonnen haben und ich glaube, dass seit jetzt Lucien gekommen ist, glaube ich, dass wir dann auch die Stabilität gewonnen haben für die ganze Saison. Es hat bis jetzt, glaube ich, noch nicht gereicht für den ganz großen Coup, glaube ich, aber wir sind, glaube ich, schon ein Stückchen näher rangekommen und das merkt man natürlich auch und im Prinzip ist es dann wichtig, vor allem gegen Bayern, weil das der Hauptkonkurrent ist, die Spiele zu gewinnen. Darauf wird es ankommen und darauf ist es in den letzten Jahren auch angekommen. Das haben wir leider nicht immer geschafft. In Heimspielen sahen wir ganz gut aus, außer im letzten Jahr, da haben wir dann verloren. Aber vor allem dann auswärts müssen wir dann einfach die Spiele dann gewinnen, vor allem dann auch mal in München, um dann auch am Ende dann wirklich die größtmögliche Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen. Und für mich ist einfach wirklich das Wichtigste, glaube ich, diese Kontinuität in das Spiel reinzubekommen, in die Ergebnisse und dann zwangsläufig wirst du das mal schaffen. Das hat Bayern einfach in den letzten 10 Jahren, glaube ich, ungefähr oder 8 Jahren, haben sie einfach allen anderen Vereinen was voraus und da sind wir, glaube ich, gerade auf einem guten Weg, das zu durchbrechen, würde ich sagen, in Anführungsstrichen, auf einem guten Weg zu sein. Und, den Weg müssen wir weitergehen, weiter hart arbeiten, noch kontinuierlicher zu werden in unserem Spiel, in den Ergebnissen. Am Ende, wenn du 1-0 gewinnst am Wochenende, fragt dich 2 Tage später keiner mehr, wie du das Spiel gewonnen hast, sondern die gucken alle nur aufs Ergebnis. Und, absolut. Das ist bei Bayern dann im Endeffekt auch so. Die gewinnen nicht auch jedes Spiel 4-5-0 und schön Fußball, sondern die gewinnen ihre Spiele und am Ende wirst du dadurch Deutscher Meister und in so einem Bezug müssen wir natürlich auch dahin kommen und gleichzeitig natürlich unseren Stempel weiter aufdrücken. Absolut. Jetzt möchte ich nochmal den Bogen spannen zu Beginn und zu der merkwürdigen Zeit, in der wir uns befinden. Corona-Pandemie, Riesenrassismus-Debatte momentan. Wie hat das Ganze Marco Reus vielleicht dazu gebracht, doch nochmal zu überlegen, hey, wo muss ich vielleicht umdenken und was kann ich mit meiner Plattform tun, um Zeichen zu setzen? Du hast eine Riesenkampagne gemacht, die hieß Help Your Hometown. Ja. Also das ist ja auch schon mal etwas, wo du sagst, hier, ich benutze meine Plattform und setze damit ein Zeichen. Ja, also um das zu erklären, ich bin jetzt nicht der große Instagram, Facebook oder Twitter-Typ, muss ich sagen. Also ich poste jetzt nicht allzu viel, aber habe doch dann ganz viele Follower und wenn dann halt so Sachen passieren wie jetzt mit der Pandemie oder wegen Rassismus,
Speziell jetzt bei der Pandemie war es jetzt so, dass ich dann einfach mit meiner Frau zusammengesessen habe und wir uns überlegt haben, was können wir machen. Wir wollten schon die ganze Zeit was machen und uns hat dann ein bisschen so die Idee dann ein bisschen so gefehlt, weil wir unbedingt in Dortmund was machen wollten. Und dann kam Help Your Hometown, haben wir dann ins Leben gerufen. Es hat dann eine gewisse Zeit gebraucht, bis wir es wirklich, sage ich mal, geschafft haben, es umzubauen oder, sage ich mal, geschafft haben, es auf die Beine zu stellen. Und uns ging einfach dazu, sage ich mal, kleine und mittelständischen Unternehmen einfach, die jetzt während der Corona-Zeit einfach keine Einnahmen hatten, ihre Leute nicht bezahlen konnten, einfach zu helfen. Weil ich glaube, jeder von uns geht zum Lieblingsfriseur. Du, weiß ich noch nicht ganz, ob du noch gehst. Und einfach den kleinen Läden, den Frühstücksläden, Restaurants etc. einfach zu helfen. Wir hatten eine unheimlich tolle Geschichte mit, wir haben das Theaterstück in Dortmund unterstützt und die haben dann gesagt, okay, ihr gebt uns was, wir wollen auch was zurückgeben und die unterstützen dann zum Beispiel das Kinderdorf in Dortmund und machen dort zum Beispiel einen Auftritt. Also das ist halt ein Geben und Nehmen, was ich super fand und da gibt es noch ganz andere, viele Beispiele dazu. Und, uns geht es einfach darum, den Menschen in Dortmund was zurückzugeben und vor allem zu helfen. Ich meine, wir wollen nicht darüber reden, dass sie finanziell, glaube ich, im Engpass dann momentan leben. Vor allem ab Februar war das dann, glaube ich, März, April, Mai, Juni, Juli. Das sind unheimlich viele Monate und bis jetzt kann ja immer noch kein Geschäft so richtig voll aufmachen, auf volle Kapazität bauen, sondern sie müssen erst die Lebensmittel einkaufen, dann haben sie nur die Hälfte der Plätze quasi reserviert. Das heißt, ist dann auch nochmal ein Engpass. Von daher denke ich, gibt es da einige Bereiche, wo wir versucht haben zu helfen und was wir geschafft haben. Und ich muss sagen, dass ich sehr, sehr stolz darauf bin, was wir aufgebaut haben, was wir dann auch in Zukunft einfach weiter forcieren wollen und da keinen Meter, sage ich mal, zurückstecken wollen, sondern einfach noch mehr Initiative zu generieren. Und und dann kam natürlich jetzt die Rassismus-Debatte, wo wir als Mannschaft, als Verein, glaube ich, schon öfter wie sagt man? Ja, die Meinung geäußert haben. Also gerade Borussia Dortmund war da ja sehr präsent. Genau, das auf jeden Fall. Und wir als Mannschaft jetzt in der letzten Saison, ich weiß nicht, gegen wen war, mit dem Trikot zum Beispiel oder mit dem Foto einfach gezeigt haben, dass wir da kein Stück zurückgehen wollen, sondern dass wir mit aller Macht dagegen arbeiten wollen. Und ich glaube, es ist wichtig, ich glaube, der Prince hat es mal in einem Video auch mal gesagt, dass es nicht nur Phasen geben darf, wo wir dagegen sein müssen, sondern dass es alltäglich sein muss. Und dass man halt immer dagegen ankämpfen muss. Ich glaube, das braucht halt eine gewisse Zeit, wie bei vielen anderen Dingen auch. Aber man muss halt den Leuten immer wieder in Erinnerung rufen, dass es immer noch präsent ist und dass es, egal irgendwo auf der Welt, immer sowas gibt. Und dass egal wer es sieht, was dagegen tun muss und seine Stimme einfach erheben muss und diese Stimme muss auch Gehör finden und da darf man sich nicht wegducken und speziell jetzt wir hier in der Mannschaft versuchen das natürlich weiterzuführen und nie den Gedanken zu verlieren einfach. Absolut richtig. Es macht ja auch keinen Halt vor der Kabinentür oder so. Es betrifft ja die Mannschaft und die Nationalitäten in der Mannschaft zeigen das ja. Also da sind ja Spieler, die quasi indirekt auch oder direkt sogar davon betroffen sind. Und es ist auf der anderen Seite ja vielleicht auch eine Chance als Mannschaft, A, gemeinsam ein Zeichen zu setzen, das habt ihr getan und das tut ihr auch immer wieder, aber B, auch ein Stück enger zusammenzurücken vielleicht. Ja, du hast gerade ein gutes Beispiel genannt. Also ich erkläre es dann auch immer so, wir haben in der Mannschaft 10, 15 Nationalitäten und da ist einer schwarz, der andere nicht. Aber es ist für uns egal, weil das Wichtigste ist, wir haben Respekt voreinander und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, glaube ich. Egal, wie er aussieht, welche Hautfarbe er hat, das ist scheißegal, sondern uns ist wichtig, einfach Respekt voreinander zu haben, die Toleranz einfach zu haben und für uns, wir denken natürlich gar nicht dran, weißt du, weil wir einfach, glaube ich, diese Werte dann auch gelebt haben und so erzogen auch geworden sind. Und für uns ist das einfach sehr wichtig und das gute Beispiel ist in der Kabine wirklich. Ja, sehr, sehr gut. Marco, ich möchte dir abschließend noch 5 Fragen stellen, auf die du bitte schon spontan antworten sollst. Aber ich will das eine oder andere auch mal wissen, warum du dich für das oder jenes entschieden hast. In Ordnung? Okay, ja.
Okay, du darfst dir ein einziges deiner BVB-Spiele noch einmal komplett anschauen. Welches Spiel wäre das? Gut oder schlecht? Scheißegal. Wahrscheinlich ja gut. Warum solltest du jetzt unbedingt ein mega schlechtes Spiel nochmal angucken? Also, Ja, welches Spiel sagst du, boah, das war so cool, das würde ich gerne nochmal sehen? Ich kann es aber nicht verändern. Nee, du willst es nochmal sehen. Okay, ich will es nochmal sehen. Ja. Also wahrscheinlich ein gutes. Ja, muss ja dann sein. Macht ja keinen Sinn. Ich würde sagen, vorletzte Jahr Heimspiel gegen Bayern München. Oh, das war cool. Das war geil. Ja. Also jetzt unabhängig, egal ob ich jetzt 2 Tore gemacht habe oder nicht. Natürlich. Wollte ich noch mal erwähnen. Nein, Spaß. Es war einfach ein geiles Spiel. Ja. Es ging hin und her, Schlagabtausch und mit den Fans im Rücken. Das war eine unglaubliche Stimmung, glaube ich. Ich stand auf Nobbys Plattform. Ich weiß gar nicht bei welchem Tor. Ich finde nicht die ganze Zeit, aber bei irgendeinem Tor stand ja. Ich kriege also noch Gänsehaut. Und ich muss natürlich sagen, zeitgleich oder ungefähr gleich natürlich das Spiel von Malaga. Das darf man natürlich nicht vergessen. Auf demselben Stellenwert. Das war auch stark. Das war vom Emotionalen her war das, glaube ich, das muss man wirklich sagen, das emotionalste Spiel. Okay. Wenn du die Chance hättest, ein Spiel deiner BVB-Karriere zu wiederholen, um möglicherweise ein anderes Ergebnis zu erhalten, welches wäre das? Und ich glaube, wir wissen jetzt alle, was kommt. Wembley. Ja, Wembley muss man schon sagen, das war schon extrem bitter. Haben echt gut gespielt, muss ich sagen. Erste Halbzeit war richtig gut. Das Tor hat gefehlt. Ich glaube, das hätte uns nochmal dann, vor allem für die zweite Halbzeit nochmal... Vielleicht auch ein bisschen Hilfe noch vom Schiedsrichter, so in der einen oder anderen Situation. So, ja, gab es ja auch noch die Situationen, die da waren. Aber ja, viel hat nicht gefehlt, das stimmt. Ja, also wie gesagt, Schiedsrichter, klar, kann man. Aber ich glaube, uns hätte da ein Tor einfach, oder hat uns gefehlt, um dann in der zweiten Halbzeit einfach nochmal eine andere Power einfach zu haben, weil wir dann wirklich ab der 60., 70. war extrem bitter und haben dann einfach die Erfahrung von Bayern dann gesehen und war dann schwierig, ja. Schade, das hätte ich gerne auch noch mal auf der Karte draufstehen, ehrlich. Auch wenn ich nur zugucken durfte, weil ich verletzt war, aber das hätte ich gerne, das ist ein anderes Thema. Für ein Best-of-Video darfst du ein einziges deiner BVB-Tore aussuchen. Welches Tor wäre das? Kannst du dich, ich kann mich ja überhaupt, ich habe ja nur 8 geschossen in meiner Karriere. Ich kriege, glaube ich, nicht mal alle 8 zusammen. Kannst du dich an deine Tore überhaupt noch erinnern? Ein paar schon, ja. Ja, und eins davon würde ich jetzt gerne hören. Welches würdest du in dein absolutes Highlight-Reel an Nummer 1 setzen? BVB-Tore wohlbemerkt. Ja. Ich weiß es nicht, Mann. Also eins meiner Lieblingstore von dir war, ich weiß ehrlich gesagt nicht gegen wen, extrem spitzer Winkel. Und du hast dem Ball eine Flugkurve gegeben, das wollte ich jetzt gerade so über den Torwart und hinten dann doch noch. Gladbach. War gegen Gladbach. Marc-André Ter Stegen. War gegen Gladbach. Also das ist dann natürlich besonders schön. Ja, das kam jetzt, muss ich sagen, als erstes in den Sinn. Ich weiß allerdings nicht, ob ich noch ein schöneres gemacht habe. Ja, für mich nicht. Wir lassen das stehen. Das passt schon. Das passt schon. Jetzt kommt nämlich eine ganz, ganz schöne Frage. Du brauchst einen Babysitter für deine Tochter. Oh Gott. Wen aus der Mannschaft würdest du diesen Job anvertrauen? Ehrlich jetzt? Ehrlich. Und bitte Spieler jetzt, nicht irgendwie Trainer oder Betreuer oder Spieler. Egal, ob die schon Kinder haben oder nicht. Alle, die im Kader aufgeführt waren in der abgelaufenen Saison, sage ich jetzt mal. Boah, schwierig, ey. Also, ich muss sagen, sicherlich nicht Moda Hut, bei dem weiß ich nicht, was der mit meinem Kind machen würde. Ich hoffe, der will Kleinfeld spielen oder so. Ja, er ist ein lieber Mensch, aber ich weiß nicht, ob ich ihm mein Kind vertrauen würde. Wen würde ich das machen? Ich glaube Marvin Hitz. Marvin Hitz? Ja, muss ich sagen. Ich glaube so, wir sprechen natürlich auch schon oder haben öfter darüber gesprochen und so und er hat ja auch 2 Kinder. Ja. Schweizer sind immer ein bisschen chilliger, ein bisschen... Sehr vertrauenswürdig. Sehr vertrauenswürdig. Mal, wenn sie dann mal schreien, dann trotzdem ruhig. Ja, der strahlt so eine absolute Ruhe, das stimmt. Ich glaube Marvin Hitz würde ich sagen, ja. Ich glaube, ich würde mich für Marvin entscheiden. Nehmen wir mal an, es würde ein 3-gegen-3 Fußball-Tennis-Weltmeisterschaftsturnier geben. Ja? Schwieriges Wort übrigens. Ganz, ganz komisch. Der Titel wäre auch schwierig. Ich bin 3-gegen-3 Fußball-Tennis-Weltmeister. Na, das geht eigentlich. Egal, du hast verstanden, worauf ich hinaus will. Ja. Welche 2 Spieler aus deiner gesamten BVB-Zeit
würdest du mitnehmen? Und du musst mich nicht nennen, weil kann mit Blumen nichts anfangen. Insofern darfst du dir ruhig auch andere aussuchen. Okay. Aber welche 2 Spieler würden mit dir um diesen Titel kämpfen? 3 gegen 3 Fußball-Tennis-Weltmeisterschaft. Ich würde Mario Götze nehmen. Mario? Ganz technisch einfach, ja. Kleiner Raum, technisch. Kleiner Raum, kleiner Mann, technisch, passt. Ja, das passt. Ich überlege aber noch, wer noch da war. Egal, ich nehme Shinji Kagawa. Shinji Kagawa? Ja. Stimmt. Shinji war auch mal gut. Beide Füße, ne? Der kann ja. Total, ja. Das war schon richtig gut. Ich glaube, ihr würdet weit kommen. Ehrlich gesagt, glaube ich auch. Weil überall passt. Also, Kopfball brauchst du jetzt nicht so dringend beim Fußballtennis, ein bisschen, aber wichtig ist Kontrolle, Technik. Gut, wenn auf der anderen Seite natürlich irgendwie Ousmane Dembélé, Jadon Sancho und noch jemand steht, dann ist schon auch viel Qualität. Auch. Aber die streiten sich ja wahrscheinlich, wer den Aufschlag machen darf. Ja, das auch. Ja, hohes Niveau. Ganz hohes Niveau. Das wäre auf jeden Fall ein sehr interessantes Turnier und ich würde zugucken. Marco, das war's schon. Ach, echt? War kurz und knackig, wie wir das halt so gewohnt sind. Ja. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Alles Gute für die kommende Saison. Dankeschön. Privat natürlich auch. Danke, alles gut. Und ja, bleib gesund. Danke. Bitte. Auch so. Ciao, ciao.